Hallöchen. Stanley-Parabel, habe ich mir mal gedacht. Auch so ein alter Schinken. Habe ich mir mal wieder ausgebuddelt. Ich spring mal auch gleich in-game rein. Zack. So. Hammer-Spiel. Ich würde sagen, fangen gleich einmal an. Und lass uns überraschen. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Also, da sind wir schon direkt im Spiel. Das Spiel hat auf jeden Fall mehrere Wendungen und ich habe die Untertitel angemacht für die Leute, die jetzt Englisch nicht so gut können. Ja, mal schauen. Wir sollen aus dem rausgehen, dann gehen wir mal raus. Die Mausgeschwindigkeit muss ich gleich noch ein Stück anpassen. Das tut mir leid, aber das muss ein bisschen, ein bisschen schneller gehen. Beschleunigungsmenge, ich glaube, nee, Sensitivität, das wird sein. Oh, hier ein bisschen Schmackes da rein. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Schmackes. So, die Hälfte von dem, was wir gemacht haben. Ja. Aber das ist noch ein bisschen... Ja, nicht gespeichert, oder? Doch. So, dann machen wir mal weiter. Okay, wir sind ein cooler Angestellter und alle sind auf einmal weg. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Das ist auch das Geile an dem Spiel. Er kommentiert halt alles, was wir machen. Ja, wir suchen halt, wo sind die Leute hin. Guck mal, da ist ein PC an. Jetzt nach aus. Okay. Wir sollten zum Meetingraum. Aber die müssen wir schon alle ausmachen, ne? Kostet ja Strom, kostet Geld. Alle sind sie weg. Muss ja irgendwas Schlimmes passiert sein, wenn sie alles stehen und liegen gelassen haben. Halt schon viele Angestellte hier, ne? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Also er ging zu die Tür an seiner linken. Aber wir könnten natürlich auch jetzt zur rechten gehen. Ja, ich glaube, wir machen das am Anfang vielleicht noch so, dass wir alles machen, was da sagt. Gehen wir mal links. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief,
Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Zum Büro des Chefs, ja, kann man gehen. Das ist auch so geil im Ding. Diese Teile, die nebenbei so rumstehen, ist auch einfach genial. Ja. Ja, der Markt ist irgendwo hier. Ja, was ist Haupt, ja? Ah, jeder ist einzigartig, ja. Die Nummer der Slides. Das sind Charts mit Slides und das sind Slides. Das ist so gut. Das ist einfach eine Statistik über die gezeigte Präsentation hier. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Nach oben war er gesagt, ne? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ja, natürlich. Ja, geheime Nummer, aber wir könnten das natürlich nicht wissen. Jetzt ist die Frage, wir könnten natürlich die Nummer eintippen. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Okay. 2845. Der wird langsam genervt, habe ich das Gefühl. Ja, wir wissen das ja nicht. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct forgot. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Whoop-de-doo. Oh, ganz zufällig ist das Tor aufgegangen, so ganz so. Ja, ja. Okay, ist hier die Todeskammer, weil wir ihn jetzt nicht gehorcht haben. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay, jetzt finden wir die dunklen Geheimnisse raus, oder was? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ja, Gedankenkontrollfabrik, ja. Oder die Flucht, ja, der Ausgang. Wir wollen ja schon wissen, was da ist, ne? Das macht wohl, glaube ich,
Licht, der Schalter, ne? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ah, was verbirgt sich dahinter? Kameras. Hier kann man auch nichts machen, ne? Jo, Kameras, dann machen wir an das Ding. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ah, Big Brother's watching you. Und mich haben sie auch die ganze Zeit beobachtet, ob ich die Knöpfe auch richtig drücke. Guck mal, hier ist ein Loch. Das probieren wir, glaube ich, später aus, ob man da runterfallen kann. Fahrstuhl. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Das werden wir noch feststellen, ob wir kontrolliert wurden. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ich werde es zerstören, dass nie mehr jemand Gedanken manipuliert wird. Naja, wurde nur kontrolliert, damit ich da die Knöpfe drücke. Ist alles aus. Dann wollen wir das Ding mal zerstören, so wie der das erzählt hat. Hier irgendwas drücken? Tatsache. Ist aber alles aus. Guck mal da. Facility Power. Strom, ja, da kann man gleich mal reingucken. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Es ist doch schon aus. Wir sollen es beenden, aber wir können es doch nicht mehr als ausschalten. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel.
Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Freiheit! Wir sind frei! Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Haben wir sogar einen Erfolg für gekriegt. Ja. Und dann sind wir wieder hier. Ja, das Spiel hat eine Menge Enden und wir werden versuchen, alle so weit wie möglich herauszufinden. Ja, da ist nichts mehr. Vielleicht wurden wir jetzt wieder mind-controlled und das war alles nur ein Traum. Sind wir in der Matrix? Man weiß es nicht. Ja, mal gucken. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ich will aber hier lang. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Ja, es gibt nämlich ein Achievement, dass man, glaube ich, genau die Tür 5-mal anklicken muss. Jetzt haben wir es gemacht und jetzt, oh was, nur 5-mal? Okay, 20 Mal. Ja, dann machen wir das so. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Okay, 50, ja. Aber das fühlt er sich nicht so beeindruckt von, okay. Es ist noch zu wenig Aufwand. Okay, dann machen wir mal 50, damit wir den Erfolg bekommen. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Okay. Ja, wir sollen noch ein bisschen mehr hasseln dafür, das ist klar. Hasseln wir mal hier so rum, so. 417 sollen wir, wo ist denn 417, Alter? 417? Warte, nee, wir sind ja hier bei 30, ne? Na, hier wird's größer, da wird's kleiner, das ist auch so verwirrend, ne? Ich glaube, das wird da vorne irgendwo sein. Gucken wir mal. .420, hier. Ist ja bald. Aha. Da, 417, ne? Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Okay, noch mal ein bisschen was auf 437. Okay, machen wir auch. Okay, wo waren das? War hier vorne, ne? Ja, genau. Ne, 29? Da. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Okay, ja, die kommen irgendwo an, alles klar. Was war das für 415? (16, 15). Now, back to door number 437. Okay, jetzt wieder zurück, alles klar. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? Okay, klicken wir einfach mal Copy Machine, Alter. Den Kopierer? Gibt's hier einen Kopierer, Alter? Das Ding. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Okay, ja, alles klar. Er fühlt es, er kann es richtig spüren, ey.
417, war das war hier vorne, ne? Okay, now go climb on employee 419's desk. 419? Rauf, wir können doch gar nicht springen. 20? 19, da. Das geht aber nicht. Yes! Doch. This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Okay, 416, die war hier vorne. War die? Ne, noch eine weiter muss das sein. Oh. Da. We've almost got it! Now the copy machine, do that one again! Dem geht richtig einer ab dabei. Aber richtig. Finish it off, Stanley! 5 clicks on door 430! Jawohl! Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking? Hast du ja so gedacht, dass du so 5 Klicks ist? Nein, nein. Das ist ja cool. Okay. So. Ja, gucken wir mal. Kann man hier nicht noch? Oh. Input Receiving. Das ist aber anders jetzt. Ne? Nochmal raufklicken? Nee. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nö, jetzt gehen wir mal rechts lang, würde ich sagen. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja. Wir wussten ganz genau, dass nicht der richtige Weg ist. Ja, gucken wir mal an der Lounge vorbei. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ja, kriegen wir da was drauf? Nö. Aber wir aber keinen Knie haben, ne? Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ja, natürlich ist es das wert. Guck dir doch mal die Bilder an, Mann. Ist das nicht geil? At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Ja, genau, das ist alles meine Schuld, weil ich so creepy bin, oder was? Deswegen sind alle abgehauen, weil ich so der Creep bin. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Okay. Ja, mal gucken, ob das Spiel mir eine Nachricht schicken will. Wir sind jetzt bockig und bleiben hier. Wer hat das schon so andeutet? Man weiß ja nicht, vielleicht kommt ja noch was. Das kann man auch nicht benutzen. Guck mal, Kaffee. Okay, zurück können wir? Nee, zurück können wir nicht. Ach, guck mal, das Ding blinkt aber auch. Na gut. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Ach so, da gibt doch ein Back to Business? Gehen wir jetzt Back to Business? Nee. Wir machen jetzt einmal komplett das Gegenteil von dem, was er uns sagt, würde ich sagen. Kann mich mal der Sack.
Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Do not jump from the cargo left while it's on motion. Ja, nicht runterfallen, während das am Laufen ist. Strafe für Springen. Okay. Ist klar. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stan. Komm mal da. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Okay. Gib mir mal eine Chance, er ist auf meiner Seite. Ich glaube ja nicht. Okay, ja. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Okay, ging durch die rote Tür. Nee. Nee. Freund. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Oh, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Nee, ich habe schon richtig verstanden. Wir gehen hier lang. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Durch die rote Tür. Da ist aber noch eine blaue Tür. Nee, wir gehen hier lang. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay, gibt uns extra die dritte Option, ja. Ach, guck mal, man merkt schon, hier ist schon alles so ein bisschen kaputt, ne? Ceiling Light, Office Space. Ah, ist schon gut gemacht, so alles so Textur wie als Baukasten. Nö, wir sollen da rein? Nö, dann gehen wir da nicht hin. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Okay, er möchte ein kritisches Feedback. Ja, wird das Spiel verbessert, dadurch, dass es mehr Optionen hat? Ja, auf jeden Fall. Aber was ist jetzt gut? 1 oder 5? Ich würde sagen, 5 ist gut. Ja, mehr Optionen ist immer gut. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that
I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ah, da eine neue Version von dem Durchgang gemacht, ja. Ja. Leaderboards. Das sind wir, der schlechteste von allen. Ich bin der letzte Platz von allen Spielern, die es geht. Wir sind schon 7 Stunden dabei, das würde ich aber bezweifeln. Laut Steam, weiß nicht, ist es vielleicht gerade mal so lange, wie wir jetzt gerade aufnehmen. Ja. Did you know? Es geht. Das wäre was der Review, oder? Oh ja, okay. Alles klar, ja. Das ist language korrektor. Nur 3% haben die falsche Tür genommen, oder? In total. Oh. Oh. Jo. Wir gehen. Wollen wir mal da reingehen? Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hat's mich motiviert, durch die Tür zu gehen, das Leaderboard? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich hab's mir eigentlich ganz gerne angeguckt. Hab mich jetzt nicht so motiviert, da durchzugehen, ne? 2 so. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Okay, er hat ein neues Spiel programmiert, damit wir es testen können, alles klar. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Ist klar. Dieser Sound dazu auch noch, ne? Wir werden da jetzt in 4 Stunden spielen, die Scheiße. Ja, ist halt ein simples Spiel, ne? Ah ja, mal gucken. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Okay, das Spiel war mal das Spiel von jemand anders. Well, Ja, Minecraft, ne? better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Oh. This will go here. No, here. And then... Oh, er baut ein Haus. Ja, okay, das ist klar. Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes. It's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Ich werde einen Scheiß will ich machen. Kann ich hier nicht einfach...
kann, ich muss jetzt da rein, ne? Kann ich die Tür zu? Ich will nicht rein. Der Todeskammer. Okay. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Ja, oh ja, es wäre natürlich viel besser, wenn das alles aus Diamant wäre. Klar, müssen wir uns Diamant holen. Okay. Krieg auch eine Spitzhacke? Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Nee, woher denn? Kopfbekehrlampe. Ist das Kohle? Ah ne, ist hier Gravel, ne? Hier ist es auf Deutsch, keine Ahnung. Ah, da guck mal, das Kupfer. Pilze. Oh, no, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Oh, man hat da schon die Zombies gehört. Okay, neues Spiel, alles klar. Was hat er noch so auf der Weise? Yes! I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Okay, ihr kennt das Spiel nicht, ja? Finden wir mal raus, was das Spiel ist. Ja, Portal ist halt auch mega gut, ne? Oh, ah, ich kann Sachen anfangen. Ist ja geil. Ist ja cool. Nice. Ah, Portal erinnert mich aber auch so krass an das Stanley Parabel. Nicht gut, ey. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Kritisches Denken, ja, mein Fachgebiet auf jeden Fall. Ja, aber ist ja wohl klar, ne? Portal, erster Level, ne? Soll das Ding mal hier raufpacken. Genius. Ja, ich bin halt ein Genie. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you, but as for me, I've had enough. So, why don't you get cozy in this room, and if you have any grand revolutionary ideas for the perfect video game, you can just sit there and let it ball. Ui. Beta. Ah. Please rate your experience. Achso, das war alle die Bausteine, die er vorhin hatte, ne? Work in progress. Filling cabinets. Alles klar. Hier seine Bausteine, seine Level-Bausteine, ja. Oh, da geht's glaube ich runter, ne? Ja, hier auch. Ja. Ich glaube, da müssen wir runterspringen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Was benutzen die, ne?
Ach so. Ja, nee, ist klar. Ist schon so ein bisschen gruselig, ne? Also so von Atmosphäre. Aber er hat sich auch einfach verpisst. Er hat einfach keinen Bock mehr. Er hat einfach keinen Bock mehr. Okay. So als wenn wir irgendwie so, ne? Was ist das hier? Ja, Data Mining, visualisiert, ne? So in den Dateien rumgraben, was er nicht noch für versteckte Level hat. Ach, das ist hier die Tür mit den Entscheidungen, ne? Genau, links oder rechts. Wir kommen ja von rechts. Ja, das ist gar nicht mal so doof, ne? Wir sind ja rechts lang gegangen. Wenn wir jetzt links lang gehen. Aber warte mal, wenn ich da hinten zurückgehe, dann müsste ja das Büro sein, ne? Aber wenn wir hier links gehen. 15, ich glaube. Ne, guck mal, hier hat er auch zu. Ne? Kann man da irgendwas aufmachen? Nee. Ja, dann gehen wir mal ins Büro. 423, ja, das. Oh, guck mal, das Licht. Ah, das hat so ein bisschen dieser Gang so. Es erinnert mich an, wie heißt das hier, an Shining, ne, wo dieses Blut dann entgegenkommt, so eine Blutwelle oder was war, oder diese kleinen zwei Mädchen. Ja, auch so ein langer Gang. Ui, guck mal. Da kommen wir mal nicht rein. 425. 427. Er sieht aber schon anders aus, aber ja. Gucken wir mal, das ist unser, war das nicht unser Büro? 427? Ach, guck mal, das ist bestimmt die Überwachungszentrale, wo sie uns überwacht haben dann. Wollen wir was machen? Ne, ne? Ah, das da links, das sieht aus wie so Tonspuren, ne? Den linken oberen. Das rechts ist irgendwie so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie Videoschnitt. Eventuell. Oh, und jetzt? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Das Ende wird bald da sein. Ja, kann warten, alles klar. Können wir hier noch rumlaufen? Ne. Noch was machen? Okay, ja. Da sind wir wieder in unserem Raum. Wir haben eine Nachricht, warum können wir die nicht abhören? Ja, ist hier noch was wir machen können? Hallo. Hallo, hallo. Okay. Hoppala. Ach, guck mal, die Zeit. Ist das, nee, das ist nicht die Echtzeit. Wir haben es ein bisschen später, glaube ich. Oder warte mal. Obwohl, es könnte eigentlich sein. Nee, ist nicht. Nicht ganz. Nicht. Wir haben es schon doch deutlich später. Ja, okay. Aber es ist auch interessant, ob die gleich bleibt, ne? Was haben wir jetzt? So 20 nach oder so? Ein bisschen nach? 20 nach 11 war das, ne? Ja. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. War das Feuer schon da mit Van?
No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Das ist aber... Ja, the end is never the end, Alter. Das Ende ist niemals das Ende. Das Spiel sagt uns doch was. Das steht jetzt auf jedem Ding drauf, ne? Vorher stand da ja noch irgendwas anderes. Okay. Das ist Tatsache auf jeden. Wir haben das Spiel jetzt auf jeden Fall irgendwie beeinflusst. Der zeigt noch Input. Ah, der hat jetzt 2 Balken, ne? Vorher hat er nur einen gehabt. Aber es war ein anderer Computer, glaube ich. Es war irgendwie in einer anderen Ecke. Oh, mal gucken. Das ist auch the end is never the end. Guck mal, da ist offen. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Ja. Mal ganz ruhig da. Wir touchen alles an, ja, und lass dich doch alles antatschen. Machen den auch noch mal aus hier. Ach, guck, es schreitet aber voran, auf jeden Fall. Gucken. Aber der Groß bewegt sich nicht, ne? Jetzt eine Minute springen müssen. Guck mal, kann man hinschauen? Jemand Kaffee verschüttet. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich glaube immer, das ist eine Mischung, oder? This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Die zeigen jetzt auch was anderes an, die Monitore, ne? Immer drauf, nö. Wow. Yes. This room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Also ich glaube, je weiter wir nach vorne gehen, desto weiter schreitet sie voran, ne? Really worth it being here in the room. Ich gehe schon. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Das könnten wir probieren, aber ich würde eigentlich mal mit dem Fahrstuhl zu Ende fahren. Gucken, was da rauskommt. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Was ist eigentlich, wenn wir hier runterspringen? Ich glaube, dann sind wir Matsch, ne? Mal gucken. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ja, wir sind sehr mächtig. Okay, da sind wir wieder. Ey, wir haben so eine. Also, ist das ein Bug mit der Untertitelzeile? Ja, wahrscheinlich. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ach so, wir könnten mal gucken. Ah, guck, die ist jetzt wieder zurück. Ja. Also das ist einfach nur wie weit wir nach vorne laufen, ne? Die ist jetzt wieder auf 20 nach oder so. Das war halt vorher auch. Aber das ist schon gut gemacht, ne? Dass die Uhren, wenn man weiter vorgeht, auch vorspringen. Und nur der Sekundenzeiger ist animiert. Okay, aber hier sind jetzt wieder die andere Bildschirme. Die sind wieder anders.
Prozess. Raus hier. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nee, wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. For her? Okay, fragt für This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Okay, sie wartet. Ja, gucken wir mal. Ist aber ganz schön duster da drin. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Wir können doch den Stecker ziehen, wa? Es kommt in der Matrix. Kommen wir jetzt aus der Matrix raus, wenn wir den Telefon. Ist doch da auch so. Gehen wir ran, oder? Ich geh mal ran. Jetzt sind wir aus der Matrix raus. Wir haben es geschafft. Das sieht Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. What the fuck? Alter. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? They want to commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Okay. Wollen wir wirklich rein? Wir könnten auch eigentlich mal hier gucken gehen, oder? Sorry, but you're in my story now. Okay, jetzt wird aber. Was? Aber voll die Jumpscares, ey. Da erschreckt man sich schon gut bei. Ich traue dir nicht. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Was? Drücke N auf der Tastatur. Traurige Geschichte von meinem Tod? Warum N? Guten Morgen, Angestellter. Nee. Okay, drücken wir mal N. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Drücke U. Look at him there, pushing buttons, Ui. doing exactly what he's told to do. Ach, jetzt Now baut er he's mir den pushing Büro a um, oder button. was? Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Drücke O. Ich lese, das baut sich so langsam der Schreibtisch auf, ne? Drücke O, hab ich doch gerade. O. Achso, ist vielleicht englische Tastatur, das O woanders. Keine Ahnung. O kann ich drücken, wie ich will, da kommt nichts. Das geht nicht, tut mir leid. O funktioniert nicht. Kann man irgendwas anderes mal drücken hier? Ist das O auf der englischen Tastatur woanders? Ich glaube nicht. Nö. Funktioniert nicht. Tut mir leid. Ich kann O nicht drücken. Bin ich jetzt gefangen? So.
macht ein O nicht. Warte mal. Ich guck mal, ich check mal meine Tastatur. Vielleicht ist der Knopf kaputt, aber ich glaube nicht. Machen wir mal hier testweise irgendwas auf. Hier so ein Schreibding oder so. Oh, doch, meine Taste funktioniert einwandfrei. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt schon beim Gucken bin, dann gucken wir mal kurz noch. Englische Tastatur. Da ist so ein Bild. Ist das woanders? Oh, ich habe gerade alle Tasten. Nee, ist genau an derselben Stelle. Ich drücke O, ich drücke auf O. Das passiert aber nicht. Ist doch... Mann, ey. Kann man nicht einfach wieder gehen? Es wird auch immer enger hier drin irgendwie, ne? Eine Null, vielleicht ist es eine Null. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Okay. Um fernzusehen. Achso, hier ist das ein Fernseher? And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Okay, er fängt schon wieder von vorne an mit seiner Geschichte. Aber das Ding ist schon jetzt, ne? Kurz vor 7. Ne, halb 7, ne? So, he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Abendessen. Abendessen mal. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Das ist ein cooler Text, ja. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Das ist gut, ey. Er beschreibt genau das, was wir als Spieler machen. Ja, wir haben die Vorstellung, und da muss auch noch ein Ende sein, ja. Deiner Frau zu sagen, dass du sie, ich liebe dich, mein Schatz. But there is no answer. Oh. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Okay, er vergessen immer welches... Ja, welches Leben ist denn jetzt das echte? Das hier oder das Arbeit, ne? And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Okay. Dann machen wir das nicht. Das ist die Null, ne? Schon wieder die Null. Nö. Drücken wir es halt nicht. Ja, die Uhr? Achso, ich wollte gerade sagen, wäre die gerade so aus, als ob die stehen geblieben wäre. Nö, dann drücken wir das halt nicht. Aber ich glaube, er zwingt uns zu. Ja, sonst geht's nicht weiter. Drücken wir mal die Null. Oder ist das jetzt O? You see? Ach, das war jetzt O. Can he just not hear me?
How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Wir sind jetzt exakt wieder in unserem Büro, Alter. Drücke, um nichts in Frage zu stellen. Ich stelle aber. Das ist doch voll die Gehirnwäsche hier. Okay. I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I Bitte stirb, okay, alles klar. Okay, sind wir jetzt gestorben, ja? Okay, wir sind wieder am Anfang, schätze ich. Ja, die zeigt wieder 20 nach an. Wir müssen ja so ein bisschen in unserer Realität bleiben, ne? Das andere war ja irgendwie 5:30 oder was da? Okay. Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. Okay, das ist aber No schon... matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Das ist schon eine andere Ansage als sonst, ne? Wir haben es schwer, Anweisungen zu folgen, okay. Er reagiert schon darauf, wie wir vorher durchgespielt haben, glaube ich, ne? Das davor waren die Bildschirme immer, the end is never the end, jetzt erzählt er auch mal andere. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nee. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Richtig, wir wollen erstmal gucken, ob hier die Leute abhängen. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time understood true happiness. Then the feeling went away, and he felt sad, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Da könnten wir eigentlich mal reingehen, ne? Aber da haben wir jetzt, glaube ich, alle Wege abgegrast, oder? Wir waren da hoch und da runter und tot. Mehr gibt's ja hier, glaube ich, gar nicht. Gehen wir mal hier rein. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Warum gehen wir denn nicht einfach mal hier rein? Hier. Ich mache mal kurz Pause. Ich muss nämlich mal für kleine Spielerchen so mal kurz das Ding unterbrechen. So. Für euch ist jetzt natürlich keine Zeit vergangen. Ich war jetzt auf jeden Fall gerade kurz Pipi machen. Hat mir noch eine Fluppe angesteckt. So. Ja genau, wir wollten hier runter. Oder gehen wir doch... Nee, wir gehen erstmal runter. Ja. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Oh, no, it's to the right, my mistake. Arschloch. Ist da lang, ja? Ist sich vertan. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Let's see, we went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Bist du dir sicher diesmal, ne? Hier lang gehen?
guck mal, da waren wir vorhin auch. Das haben wir beim ersten normalen, ich sag mal normalen Durchgang. Guck, da unten sieht man das. In diesen Steg hat man von unten auch gesehen. Das ist schon richtig gut gemacht, ne? No, 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 no. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. Okay. We just have to get back to Gefeuert? Sind wir who auch am I gefeuert? Hat kidding? man 4,27. It's all rubbish now. I don't The know. whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Okay. Okay. Das war ein kurzes Vergnügen. Vielleicht erzählt uns ja noch mehr. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, vielleicht haben wir das noch verpasst. Aber die Uhr, ich weiß nicht, ob das so ein Anhaltspunkt ist, um sich zu merken, ob man jetzt irgendwie noch einen neuen Durchgang hat oder... Und manchmal habe ich noch so eine Erinnerung, dass da noch was war. Ich habe das vor Ewigkeiten mal gespielt. Aber jetzt ist geil. Ich entdecke das Spiel wieder von neuem. Das ist halt so gut, ey. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Ja, echt It mal. was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then, it's an adventure. Come Stanley, Abenteuer. let's find the story. Ja, wir sind rechts gegangen, ne? Also, nee, die Story ist ja hier links. Die ist hier. Das sieht aber schon ein bisschen anders aus, ne? Ist aber auch schon... Aber das erinnert mich an Dings, auch an Matrix, ne? Wo du durch die Türen gehst und dann bist du woanders und so. Richtig krass, ey. Ey, verliest der... Oh, guck mal. Jetzt guck mal hier rechts wieder. Verliest der komplett die Orientierung. Gehen wir hier wieder auf. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Oh. Es ist doch hundertprozentig nicht nochmal anfangen, Alter. Kommt aber bestimmt gleich wieder so ein Gag, Alter. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ich frag mich, ob man das auch hier machen kann. Sind wir? Erzähl. Ich glaube, wir sind noch in einem Storystrang. Ja, jetzt kommt doch hier, ne? Das mit dem Achievement, oder? Das ist eigentlich ein guter Test, ne? Mit der 430er Tür. Also gucken, ob man da noch... Na, die gehen noch, sag ich mal, normal. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Sollen wir zurück, ob wir was verpasst haben? Ja, wahrscheinlich, ne? Die 430-Tür, die haben wir verpasst, die ging nicht. Aber nee, den habe ich nicht ausgemacht, ne? Aber den vorne habe ich ausgemacht. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Okay. Warte. Jetzt muss ich ja hier rauskommen, ne? Das ist jetzt die Zeit.
Was in der Minute hat er... Ist gar nicht so viel vergangen, ne? No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Würde ich auch sagen, ne? Das ist mal so ein bisschen... ist klar, ist so klar. Das ist so richtig Matrix, der Inception-mäßig. Was geht ab? Oh, das sieht aber auch düster aus wieder. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Oh, so ein halbfertiges Do you remember, Office, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Yes! Congratulations! Yes! I know you put in a lot of hard work, and haben's it really durchgespielt. paid off. So, good job. Ja, auch viel Arbeit gekostet hier. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Ach nö, ich habe doch gerade gewonnen. Aber es ist zu wenig Aufwand, ja? Das tun, was er sagt, das ist aber schon, ne? Das sehen wir schon, dass es anders ist. Die Zeit läuft aber immer noch gleich. Okay, müssen wir ja uns das Verdientes gewinnen, ja? Alles klar. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Ja. Ich finde auch in den Untertiteln ist ganz gut. Beline, TM. Ist sehr gut. Also auch die Untertitel haben noch so eine Witzebene. Ja. So, ja. Geht das? Das ist ein Ding hier. Das ist nee. Okay. Das machen wir aber mal aus hier. Okay, folgen wir mal der Line. Oder folgen wir nicht der Line? Was ist, wenn wir hier lang gehen? Ich gehe mal da nicht lang. No, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. Okay, hat er keinen neuen. Hier ist er fertig. Okay, alles klar, hast du keinen Bock mehr. Gut, dann gehen wir halt der Linie entlang. Nein, was ist... Ah, der Kaffee ist immer noch da, ne? Aber jetzt sind Stromkosten. Dann macht dann die Dinger mal wieder an hier. Alles von Geisterhand. Ja, das ist Arbeit, die man mag. Da kriege ich nicht ausgestellt, aber das ist so, ne? Wie heißt das Ding? Solitär? Solitär spielen? You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Ja, das ist klar, I got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood.
cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Ja, wir werden es uns einprägen, den Fahren. Ah, die Musik war auch ziemlich laut gerade, ey. Okay. Ja. Oh. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Aha. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Okay, Klein ist immer noch da. Die Uhrzeit ist auch noch. Alles klar. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, Ja, right? die haben nichts für Why uns can't we getan. make up our own story? Something exciting, Ja. daring, mysterious. Ooh, Und this was mit sounds Schokolade? perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Okay. 437, die sollten wir doch auch für den Achievement anklicken, ne? Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Schon Go so wild. confusing, ne? Use your imagination. Das ist doch da vorne. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Oh, Alter, das ist so richtig kopfig, ey. Ja, jetzt laufen wir im Kreis und wenn wir zurücklaufen, kommen wir dann auch wirklich zurück an den, ne? Aber jetzt, doch, Tatsache. Okay, aber hier laufen wir nur noch im Kreis, ey. Das ist schon echt. Das ist so richtige Mindfuck, ey. Paradoxe Architektur. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Ja, magst du die Linie nicht? Ah ja. Oh, da ist er doch weg. Ist doch alles wieder gut. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How Okay. important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each Ja, die door Entscheidung has muss to wohl lead überlegt somewhere, sein. which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley. Klar, die Our Logik hat gewonnen, destiny natürlich. awaits. Ja klar, es ist natürlich logisch muss es die rechte Tür sein. Warum auch immer nicht die linke. Das ist natürlich klar. The confusing What's this? ending. Ah ja. The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant 16 ending? Stunden sind wir aber noch nicht And we're dabei. supposed to restart the game what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So Fein, now, aber wir sind hier according to oben. the schedule, I Wir sind restart da. again. Then what? Am I just supposed to forget? restartet. Well, what if I don't want to forget? Vergisst den My mind Start. goes blank simply because it's written here on this Ja. thing, wall. Unable Well, to go, who save, consulted me? sechster Why don't I get to Neustart. decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really... No, it can't be.
I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Wir sterben aber. And the time return stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. Haben wir jetzt den Kreislauf durchbrochen, ne? I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. They're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Ja. Well, in the meantime... Okay. Das ist auch krank. Wir haben den Kreislauf anscheinend nicht durchbrochen. Das war der Neustart. Und laut Plan erinnert er sich jetzt nicht an den Neustart. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, was danach passieren sollte. Aber ja, gucken mal. Aber er sollte sich jetzt nicht mehr an den Neustart erinnern. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich glaube, wir sind jetzt Tatsache in einem neuen Durchlauf. Das war auf jeden Fall schon gut verwirrend. Ich glaube, wir sind Tatsache. Aber ich glaube, das müsste man wirklich mal ausprobieren. Ob man das, was da auf dem Table stand, wirklich machen kann. Weil er erinnert sich jetzt nicht an den Neustart, aber das stand ja auch auf dem Table drauf. Er ist schon gut gemacht. Ich glaube, das war einfach alles. Haben wir hier irgendwas verpasst? Ich weiß, wir gehen mal weiter. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Ja. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja, die kennen wir auch noch. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach, giddy in a way he had never known before. Was it this room? But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ja, ich glaube, wir sind auf einem neuen Durchgang. Ja, wir gehen mal hier links. Wir gehen mal jetzt nicht da runter, ne? Gehen mal geradeaus. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ja. Sind wir wirklich back on track? Wahrscheinlich. Das werden wir feststellen. Sieht ganz so aus. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay, nicht. Sollen erst den Manager besprechen? Targets. Push for something, ja. Standard graph, not efficient. Ist das hier Papers are to synergize? Fire paper guy? Okay, hire somebody to fire the paper guy, synergies guy. Okay, ja. Heuern wir jemanden, erstmal feuern wir den Papierjungen, dann heuern wir jemanden an, um den Papierjungen Synergie zu feuern. Ist klar. Ey, diese Dinger so nebenbei, die hier rumstehen, sind halt auch... Ja, das kennen wir auch schon, aber ich habe das noch nicht komplett durchgeguckt. Ich glaube, da ist noch eine Menge zu gucken. Size of demographic, Demography? A lot of Prozent, ja, das stimmt, das ist a lot of Prozent da am Buchen, ja. Space between the Teenagers? Nicht Teen? Doch Teenagers. Das ist der Platz zwischen den Teenagern, ist eine ganze Menge Platz, ja, aber was soll das heißen? Das ist aber gut gemacht. Work harder, hard worker. Okay, was ist das hier? Throw something in the ideas bin. Okay. No more bins. Achso.
Okay, schmeiß eine Idee in den Ideeneimer. 10 Stück für keine Eimer mehr. Das ist also Renaming, also Umbenennung des Eimers. Und 30 mal Feuern von dem Manager oder was? Und das ist der Ideeneimer, ja, der Papierkorb ist der Ideeneimer. Alles klar. Oh. Haben wir den Feuer auch? Broomklasse? Ah, hier. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Nee, wir gehen mal runter, oder? But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Ja, die sehen alle gleich aus, ja. No, Stanley said to himself, this is all too strange, this can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Ich träume! What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Ich höre Stimmen. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. Ich werde es beweisen, dass So ich he Kontrolle closed his habe. eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life Die exactly Plastikfrau, the way meinst it's du? always been. My life is normal. Manche Frauen heutzutage nicht. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Wusa. Fuck.
Und wir sind immer noch hier. Wir sind nicht Stanley okay. began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss, I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real, I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Dann ist du einfach weggerannt, ja, ist klar. Aber ich glaube, das ist so mitunter vielleicht sogar die wahrscheinlichste Sache mit der Stanley-Geschichte hier, ne? Also das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das wirklich nur der Typ alles in seinem Kopf ist. Erinnert mich wieder an einem anderen Spiel, ein Teil hier, auf Edith Finch, ne? Da gibt's auch so ein Part von so einem, ich spoiler jetzt ein bisschen rein, von so einem Familienmitglied von der auch nur so in seiner Fantasie gelebt hatte. Und das hat mir echt ganz gut gefallen, hier das Ende, muss ich sagen. Also von der Erklärung auf einmal wird er verrückt. Oh mein Gott, das ist alles in meinem Kopf. Okay. Jo. Ich würde dann hier auch erstmal einen Schnitt machen. Das war es erstmal für heute. Ich werde auf jeden Fall die anderen Türen und Enden noch ein bisschen abgucken, aber das in einem anderen Video. Beziehungsweise ich mache das gleich, aber ich schnippel die Blüppeldies. So. Das heißt, wir machen an der Stelle beim nächsten Mal weiter, beziehungsweise beim nächsten Video weiter. So. Dann hoffe ich, es hat eine Menge Spaß gemacht. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Machen wir mal das. Und wir sehen und hören und spielen beim nächsten Mal weiter. Wie immer, keine Werbung, keine Moneten, ich krieg nichts. Alles cool.